Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mal mit anderer Ansicht. Hatte sich ja jemand gewünscht oder mir auch ein bisschen als Kritik gegeben oder als Tipp, sagen wir mal eher als Tipp, dass das besser ankommen würde. Ja, ich hoffe, dass das so funktioniert. Dann würde ich es nämlich auch beibehalten, ne, dass wir hier so 'n kleinen meine Reaction halt haben und sonst das ganze Bild. Hatte das sonst aus 2 Dingen einfach gemacht. Einfach, einmal, ne, ist ja meine Reaction, heißt, dass man mich halt 'n bisschen größer sieht. Und auf der anderen Seite halt so hatte ich damals so im Kopf: „Ey, wenn du das Video zu groß zeigst und so, kann das, ge gesperrt werden.“ Ob's so ist, ob's immer noch so ist, werde ich ja herausfinden. Aber die nächsten YouTube, Reactions werden erst mal, ja, so stattfinden in diesen Dingens, außer es klappt halt nicht. Ja, das und was hatten wir noch? Genau, einmal die Cuts. Ich hatte ja die Endshow von DEFCON von 2024 hochgeladen. Da waren am Ende paar Cuts drin. Da kann ich aber nix für, weil jeder, der mich 'n bisschen länger verfolgt, der weiß: „Ey, der macht das, in einen Anlauf. Ich knall dann einfach die ganze Reaction durch und lade die genauso hoch. Ohne Cuts, ohne whatsoever, einfach so hoch. Aber wenn YouTube dann sagt: „Ey, Copyright, Bro, können wir der Welt nicht zeigen“, dann sage ich: „Ja, okay, gut, YouTube, dann macht euer Ding, cuttet da die Sachen raus.“ Das kann sein, dass es mal 10 Sekunden sind, kann auch sein, dass mal 'ne Minute fehlt. Aber wenn ich zum Beispiel Videos aufnehme, wie das jetzt wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich wieder, ich meine, das geht 13 Minuten, das Video, meine Reaction mit meiner Reaction vielleicht 25, 30 oder lass es mehr werden. Wenn ich mich hier hinsetze, dann will ich auch, dass das, rauskommt. Und wenn da 'n paar Cuts drin sind, sind wir mal ehrlich, ja, dann ist das so. Klar, es werden dann sehr geile Stellen rausgecuttet meistens, aber können wir halt auch nix machen. Und zum Abschluss, äh, wurde ich darauf hingewiesen, dass das The Closing Ritual, was wir also jetzt angucken, das wirkliche Ende der DEFCON ist. So. Und The Endshow einfach nur das Ende von Samstag ist. Fehler bei mir. Ich habe gedacht, The Endshow heißt, okay, gut, das ist das Ende. Closing Ritual wusste ich nicht, wo ich's hinpacken soll, weil ich's auch davor noch nicht gehört habe, wenn ich ehrlich bin. Ja, jetzt habe ich daraus gelernt. Vielen Dank da, ne, da für die Information. Ihr wisst, ich bin da sehr, sehr dankbar für die Tipps, für die Kritik, die ihr gebt, wenn sie denn normal verfasst wird, das muss ich auch gleich dazu sagen. Wenn da irgend 'n Quatsch geschrieben wird, dann braucht man sich nicht wundern. Und auf der anderen Seite, für jede Information bin ich sehr dankbar, ne? Hintergrundinformationen, ob das jetzt hier zum DEFCON ist, oder bei anderen Reactions auch. Ja, das wollte ich zum Anfang loswerden, damit wir das 'n bisschen klar haben. Aber jetzt gehen wir rein in die, The Closing Ritual von DEFCON 1 2024 und ich bin sehr gespannt. So, ich hatte ja paar Sachen, die mich bei der Endshow abgefuckt haben, wo ich auch 'n bisschen, Informationen zu bekommen habe von euch. Vielen Dank da noch mal. Und ich denke und hoffe, dass ich das hier besser mache. Also, in dem Sinne, sage ich mal. Trotzdem wird die Reaction von mir aus gleich bleiben. Ähm, ja, bin sehr gespannt. Hier auch noch mal, schickt mir oder schreibt mir gerne in den Kommentaren, kann aber auch sein, dass es hier gelöscht wird. Keine Ahnung warum. Das muss ich gleich dazu sagen, keine Ahnung. Ich mache da nichts, außer es ist halt, ne, der größte Quatsch. Also, ich werde gehatet, werde beleidigt, gehatet, whatsoever. Dann habe ich keinen Bock drauf. Ich will hier Good Vibes haben. Ähm, dann gerne auf Instagram, Links unten in der Videobeschreibung gerne folgen. Ich meine, das wird hier auch unten irgendwo angezeigt. Genau, hier unten. Ja, da könnt ihr mir da auch Sachen schreiben, auf was ich, reacten soll, weil das sehe ich manchmal sogar schneller, weil ich da 'n bisschen mehr unterwegs bin. Und ja, jetzt reicht's aber auch mit diesem ganzen Drumherum-Schritt. Wir gehen rein, DEFCON 1. Let's fucking go. Ui. So.
Das ist schon mächtig, ey. Junge. Sehr, sehr geil. Finde ich sehr, sehr geilen Anfang. So richtig episch. Boah. Da muss ich halt aber auch wirklich sagen, ne, dieses Wackeln, also dieser Effekt, der im Video eingepackt wird, kommt schon sehr geil dazu. Gibt doch mal noch mehr geileren Vibe. Ich finde das auch geil, dass die Augen die ganze Zeit an sind. Bro, what? Also, Real Talk, es ist so geil, dass sie halt, ne, so gefühlt jeden Ton da mit irgendwelchen Lichtern zeigen. Aber, so, du bist ja da schon so geflasht, ne? Also dieses dunkelblaue Licht sieht so sexy aus im Dunkeln. Aber wenn die Lichter hier gleich angehen, das ist so, sieht so pervers geil aus. Boah. Ey, wenn man, jetzt mal ganz ehrlich, ne, wenn man so diese Musik hört und sieht, wie dieses Bühnenbild aufgebaut ist, könnte man manchmal denken, dass diese Songs perfekt für dieses Bühnenbild gemacht wurden, ne? Ich finde das immer so krass. Ich finde, hier siehst du das so richtig verrückt. So, als wird diese mittlere Figur so diese Stimme sein. Ich meine, das hatten wir ja schon in der Endshow, aber das ist so geil gemacht, finde ich. Es ist crazy, wie passend es einfach ist. Boah. Boah. Oh. Auch dass sie das Feuerwerk so, ne, in unterschiedlichen Farben halt machen, ne? Dieses Rot kommt so geil zur Geltung in dem Dunklen. Ey, das ist so verrückt. So, das einzige Makro, das habe ich im letzten, in der Endshow nicht gesagt, aber was mir so ein bisschen stört, ne, wir sehen ja von so vielen Winkeln immer so diese Haupttribüne, ja, das Bühnenbild, was natürlich sehr geil ist, was natürlich aber auch muss, weil sehr viel passiert. Gar keine Frage. Aber es gibt ja so oft so diese Zwischensequenzen, so wie hier, ne, dass du so dieses Publikum zeigen könntest. Und das fehlt mir so ein bisschen, dass du so ein bisschen mehr dieses Publikum halt mit oder die Fans halt mit reinballerst. Das finde ich halt so ein bisschen schade. Aber das ist so dieses DEFCON 1 Ding, so, was mir persönlich halt so ein bisschen, was heißt falsch machen, ne? Aber
irgendwie, nicht nach meinem Geschmack machen, sagen wir es so. Nämlich, wenn du diese Live-Auftritte anguckst, siehst du ja, da siehst du auch gar nicht so klar das Publikum so von hinten, aber es fehlt mir so 'n bisschen mehr so diese Gesichter und so. Ich weiß nicht, ob man das versteht, vielleicht bin ich da auch so 'n bisschen falsch angehaucht. Aber ich feiere es einfach so, ne, diese Emotionen zu sehen. Klar, wir sehen ab und zu mal irgendwie was, aber wir haben so oft so Stellen, wo wir gefühlt fünfmal das gleiche Bild sehen. Da würde mich halt freuen, wenn du so diese ganzen Emotionen siehst, weil du hast so viel Emotion, du hast so viele Menschen da stehen und so viele verschiedene Emotionen, ne? Menschen, die lachen, Menschen, die weinen, Menschen, die da am Abfeiern sind. Das könnte man so geil noch mal verpacken. Aber das soll jetzt nix irgendwie, sagen, „Ja, das ist total scheiße." Das ist einfach nur so für mich halt wär's halt noch mal cooler. So wie jetzt so, ne? Boah. Also, das muss richtig verrückt sein. Das muss richtig verrückt sein. Du stehst da unten, das Licht geht aus und du siehst einfach nur einmal drumherum, wie die Scheiße auf einmal explodiert. Mega geil. Ey, ich habe so Gänsehaut, ne? Das ist das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Wahnsinnig, ey. Junge, what? Das ist wirklich verrückt, was die da hochjagen, ne? Und ich habe auch gesehen, bei der Endshow hat, jemand drunter geschrieben, wenn du einmal das gesehen hast und ich glaube, das war auf Real Life bezogen, wenn du das gesehen hast, ist das alle anderes also, wenn du das Feuerwerk gesehen hast, alles andere, was du am Feuerwerk siehst, ist amateurmäßig oder von dem Festival ist das amateurmäßig. Kann ich vollkommen verstehen. Aber dafür ist Defcon 1 ja auch irgendwie bekannt, ne? So, damals, wo ich Defcon 1 irgendwo kennengelernt habe, war so, okay, ist halt Hardstyle. So, dann hatte ich 'n Kumpel und der hat so gesagt: „Komm, wir gucken uns das Aftermovie von" ich weiß gar nicht, wann das war, an. Bruder, da fing das ja schon an mit diesen ganzen Explosionen und ein Scheiß und du warst so: „Wow." So, und das ist ja halt irgendwie Defcon und du weißt, da geht's gleich richtig ab. So geil. Ist verrückt, Mann. Ey, die wollen aber auch die Herzen brechen von jedem, ne? Die wollen eigentlich einfach wirklich das Herz brechen. Am Anfang hast du das so, dass das so wunderschön einklingt. Jetzt hast du wieder noch mal dieses Piano, was so richtig direkt in dein Herz knallt und du weißt einfach: „Oh, Scheiße, Tränen laufen sowieso schon." Boah, Wahnsinn. Was mit Licht möglich ist, wow. Boah, ist das 'ne schöne Melodie. Ist das 'ne schöne Melodie, Mann. Boah. Wow. Ich bin nicht der Einzige, der gefühlt durchgängig Gänsehaut hat. So, es hat sich grad so 'n bisschen gelegt, ne? Klar, so es hat mich so richtig berührt, so dieses Piano zu hören, so, aber die Gänsehaut ging so runter. Aber jetzt wieder so, die Lichter gehen an, diese Konfettikanonen ballern rein, dieser Sound. Junge, ich weiß nicht, wie man sich das angucken kann und einfach so sitzen bleiben kann, du. „Oh, ne, ist cool." Oder das ist unfassbar geil. Boah.
Junge. Ey, wenn du da ruhig stehen kannst in der Crowd, keine Ahnung, was mit dir falsch ist. Real Talk, du musst doch selber, du hörst diese Musik, alles explodiert um dich herum, links, rechts, die Leute drehen durch. Du kannst doch gar nicht ruhig stehen. Geil. Ja, außer du willst es aufnehmen. Okay. Außer du bist da wirklich geflasht und bist so, boah, wow. Wow. Okay. Aber eigentlich von der Musik her, und das finde ich halt so geil an Hardstyle, ne? Bist du so, Bro, ich muss mich bewegen. Es muss raus. Hammer. Also ich muss sagen, ne, die Laser, die holen mich jedes Mal wieder ab, ne? Da würde ich, Real Talk, würde ich da stehen, würde ich denken, ja, okay, das ganze Ding ist am Arsch. Die haben alles perfekt hinbekommen, alles sah mega geil aus. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Jahr mit dem Brand war. Sagen wir mal, mehr oder weniger perfekt. Aber jetzt haben sie reingekackt. Die Performances von allem, dass das wirklich so krass geil aussieht, ist wahnsinnig. Das muss man ja wirklich sagen. Das ist jedes Mal wieder krass wahnsinnig. Und ist für mich immer wieder, ich habe so riesen Respekt für die Leute, die das umsetzen, ne? Die alles an so einem Festival generell umsetzen, aber so diese Lichtershow, Feuerwerk, so diese Idee dahinter haben und das ist verrückt. Alleine wie das aussieht, das sieht so geil aus, wie so Spinnweben einfach. So, bevor es jetzt gleich total abgeht. Und, ne, hier an der Stelle, ich mache sehr viele Pausen einfach nur, ne, damit es hochgeladen werden kann. Ich meine, wer meine normalen Reactions zu normalen Songs sieht, der weiß, ich mache viele Pausen und rede auch viel. Erstens, weil mir viel im Kopf kommt, auf der anderen Seite aber auch, das ist mein Versuch da, gegen diesen Copyright gegen anzukommen, ne? Weil ich will halt eine Reaction haben, wo ich halt auch irgendwo meine Emotionen und so teilen kann. Vielleicht auch irgendwas, was mir im Kopf oder ne, was mir dann auf dem Herzen liegt, raushauen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch wirklich dieses, ich will, dass das dann hochgeladen werden kann. Das aber zur Seite. Das, was ich auch hatte, dieses Handy-Thema. Ne, dieses Handy-Thema. Ich habe jetzt Nachrichten auch bekommen, oder Kommentare, von beiden Seiten, ne? Auf der einen Seite können die mich verstehen und auf der anderen Seite können die mich gar nicht verstehen. Oder was heißt gar nicht verstehen, aber in dem Sinne, ey, es ist doch viel geiler, wenn du das auf deinem Handy hast und so. Sage ich auch nichts. Ich weiß nicht, wie ich das da formuliert hatte, aber es war wirklich gemeint, dieses von wegen, du stehst da, du hast jetzt hier zum Beispiel 13 Minuten und du bist da wirklich 20 Minuten von den 13 Minuten 10 Minuten am Film. Meiner Meinung nach, wie gesagt, das ist aber auch wieder nur meine Meinung, das ist auch gleich dazu gesagt, ist es dann too much? Klar, wenn du das jetzt, sag ich mal, in 13 Minuten 4 Minuten hochhältst, gar keine Frage. Ne, so jedes Mal diesen Switch, diese unterschiedlichen Songs, gar keine Frage. So, aber dieses ganze Ding aufnehmen, darum ging's mir, ne? Also, damit wir das eben klar haben. Mir ging's darum, wenn du da wirklich stehst, weil wenn du dieses Video guckst, hast du immer irgendwie gefühlt immer die gleichen Handys, die oben sind. Und da denke ich mir so, okay, die stehen da wirklich die ganze Zeit so. Darauf war das bezogen. Wenn du es natürlich ab und zu machst, und ich glaube, ich habe das auch so gesagt, wenn du Fotos machst, Bro, gar kein Thema. So, do you do am Ende des Tages, gar keine Frage. Aber für mich persönlich ist es halt so dieses, das ist es doch nicht. Du bist doch nicht da, um das dann um daraus ein Video zu machen. Du bist doch da, um das auszusaugen. Du musst dann Geld bezahlen, damit du da bist und das alles fühlen kannst. Das alles um dich herum, was du siehst, was du hörst, was du fühlst, weil es total durchgeht. Und das mit einem Handy in der Hand,
über diese ganzen Minuten geht auch total verloren. Klar, wenn du das ab und zu mal hochhältst, ne? Ich bin da ja auch ganz bei euch. Dieses: „Ey, ich nehme das jetzt auf.“ So, vielleicht bist du grad so selber voll in den Gefühlen, willst du das dann noch mal als kleines Video haben, gar keine Frage. Aber da dann länger zu stehen, weil so ist es ja oft halt so, dass viele da stehen und da wirklich auf'm Auftritt oder, ne, auf so 'ne Show einfach ganze Zeit mit dem Handy stehen und aufnehmen. Wo ich mir denke: „Bruder, vielleicht solltest du dich hier als Kameramann bewerben, dann ist ja auch alles okay, aber warum? Ne, so dieses Handy-Thema vielleicht 'n bisschen runterdimmen.“ Es war jetzt nicht so gemeint, so wegen: „Ey, packt eure Handys weg und.“ Gar keine Frage. Macht eure Erinnerungen und. Aber ich für meinen Teil denke, wenn ihr Erinnerungen haben wollt und jeder, denke ich, kann mir da auch recht geben, klar ist 'n Video geil und 'n Foto geil, wenn du dir das anguckst, aber du musst es ja auch fühlen können und das kannst du in dem Sinne meiner Meinung nach nicht, ne, dass wir das eben klar haben. Ähm, aber dieses Thema wird immer wieder hochkommen bei mir, einfach weil es für mich so 'n Hassthema auch irgendwie ist. So, das ist 'n Thema, worüber ich jedes Mal reden muss, weil's mich irgendwie abfuckt und vielleicht ich da, ne, so Gott will, ähm, jemanden, der dann wirklich so ist und ganze Zeit das Handy draußen hat ganze Zeit das Handy draußen hat, dass, ich ihm dann vielleicht so 'n bisschen, ja, nicht helfen kann, ne, aber reinreden kann in dem Sinne, dass er sagt: „Ey, hast du eigentlich recht, ne? Ich mache meine paar Dingens und dann gönne ich mir das einfach.“ Weil das oder das musst du fühlen. Dieses Piano, was aufkommt und boah, ist einfach unfassbar. Das auch. Ja, diese Innigkeit so. Ich finde es geil, dass das ab und zu gezeigt wird. Für meinen Geschmack natürlich 'n bisschen wenig, weil du hast da halt viele Leute, die da halt so sehr ihre Emotionen halt zeigen und so die Musik fühlen und es halt noch mal zeigt, dass Hardstyle nicht einfach nur irgendwie bam, 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 bam ist, irgendwie 'ne komische Geräuschkulisse, sondern für viele Leute einfach mehr ist. Aber das geht ist ja generell so, ne? Nicht nur auf Hardstyle jetzt, sondern Techno, was auch immer. Natürlich, der ein oder andere denkt: „Hey, die Scheiße kannst du doch nicht anhören.“ Aber für die Person kann's alles sein und das finde ich halt immer so schade an dass das dann halt runtergeredet wird oder versucht runtergeredet zu werden. Bro, lass die Leute doch machen. Scheißegal. Du hast doch auch deine Musik, die du feierst. So. Und, nicht jeder muss deinen Shit feiern. Boah. Dieses Hin und Hergeswitche kriegt mich auch jedes Mal, ne? Wow. Aber ich muss wirklich sagen, diesmal haben wir bessere Kamera äh, Perspektiven. Alleine dieses Ding, ne? Dass auf einmal, zack, du stehst gefühlt mitten in der Menge und boah, da haben sie wieder richtig abgeliefert, muss man ehrlich sagen, die Editor auch. Wow. Wow. Halleluja. DEFCON 1! My brothers and sisters! Was 'n Track, We ey. would like to thank you for 4 days of absolute madness! Put those hands up! Put those hands up! Boah. Geil.
Da muss ich auch wirklich sagen, das ist sowieso auch 'n Ding, was mir bei DEFCON 1 immer so 'n Pluspunkt ist und immer was ich immer feiere. Natürlich hast du bei den ganzen Festivals immer so dieser Zusammenhalt, ne? „Ey, wir lieben alle die gleiche Musik, scheißegal woher du kommst, gib ihm.“ Gar keine Frage. Aber ich finde DEFCON, wenn du diese Videos alleine siehst, das ist noch mal 'ne andere Era. Das ist noch mal was ganz anderes. Weil alleine hier, hebt die Hände hoch. Bam. Gefühlt alle direkt die Hände ho äh, Hände hoch, ohne irgendwie, ne, dass da 'n paar Leute, sage ich mal, ne, dass du da irgendwie so 'n Loch hast, wo keine Änderungen sind. Das war ja auch so mit diesem Left and Right Ding. Das war ja auch DEFCON. Ja, das ist unfassbar, was die da machen, ey. Hammer. Oh, Junge. Wahnsinn. Yes, yes, here we go. Raise those hands. Put them up. Boah. DEFCON Das meine ich. 1. Das meine ich. Ne, dieses Arm in Arm. Wahrscheinlich kennen sich die Leute nicht, aber let's go, let's go. Geil. Fucking beautiful. Yes, yes, here we go. Das ist famos. Das ist verrückt. Also Real Talk. Das Feuerwerk alleine ist schon mega geil, ne, dass es halt wirklich nach links und rechts knallt. Aber dann dieser Switch, dass du wirklich siehst, was ich ja meinte grade, dass die ganzen Leute dass wirklich alle wie so 'n Ameisenhaufen nach links, nach rechts. Boah, boah. Das ist das Krasseste überhaupt. Yes, yes, here we go. Boah. Sonny, B-Front, TV8. Thank you so much, DEFCON 1. See you next year. Genau sowas. Sowas hätte ich mir 'n bisschen mehr gewünscht, ey. Of the tribe. Wahnsinn. Boah. Ich heule gleich, ne? Weil das so geil und schön ist zugleich, ne? Alleine so ich finde das halt sehr geil gemacht. Aber jetzt so für mich ist es so diese Message: „Okay, es geht zu Ende. Es ist zu Ende.“ Und ich weiß nicht, ob das, jetzt Götter darstellen sollten. Ich meinte, dass ich das mal so gehört hatte, so, dass sie wieder zurückgehen und dann diese Rakete, die dann kommt. Versteht man, was ich meine? Ey, das ist so hammermäßig gemacht. Boah, Wahnsinn. Zurück in den Himmel. Zurück in den Himmel. Wahnsinn. This was DEFCON. Oh. Ey, ich kann gar nicht mehr aufhören, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ne?
ich muss ehrlich sagen, die Kommentare, die ich jetzt bekommen hatte, ne, und auch diese Kritik, die habe ich vor 'ner Stunde durchgelesen. Oder? Wie lange geht das Video? Ja, doch. So vor 'ner Stunde gefühlt durchgelesen und ich war so: „Okay, du hast dir nur die Endshow angeguckt und du hattest da so viel auszusetzen.“ Also, es war ja nicht so viel, ne, aber auch mit diesen Übergängen und so. Und dann wurde ja hat jemand geschrieben von euch: „Guck dir das Closing Ritual an. Da wirst du's checken, dass es, bei der Endshow halt mehr so als Prank gemeint ist.“ Und ich war wirklich, wo ich hier angefangen habe, so: „Okay, du hast diese Switches hier wieder“, was ja auch gut ist, ne, dass du weißt, welche Songs das sind, was ich sehr geil finde an bei dieser Show oder auch, ne, bei dem Video, dass es so aufgeteilt ist. Aber ich war so: „Oh ne, nicht wieder diese Pranks.“ Aber Bro, besser kannst du es nicht machen. Hier haben die halt wirklich bewiesen, was sie können und dass es wirklich halt dieses Prank-Shit war, ne? Wahnsinnig. Also, krass, 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 was sie da abgerissen haben. Es ist jedes Mal wieder 'n Fest zu sehen und zu sehen, was da abgeht und was sie für Ideen haben. Wow. Also, Real Talk. Wow, wow, wow. Ey, ich bin wirklich gespannt, was dieses Jahr passieren wird, 2025. Ich weiß noch nicht, wann das Video hier geguckt wird von dir jetzt grad. Aber ich bin gespannt, was 2025 was wir für 'n Bühnenbild haben, was für Shows wir kriegen. Werde auf die meisten Sachen natürlich reacten. Gleich noch mal dazu, weil, mir auch vorgeschlagen wurde: „Ey, reacte doch auf, ganze Auftritte.“ Kann ich versuchen, ist aber auch dabei erstens, ob mir der ganze Shit gefällt, weil dieses zu harte Hardstyle ist nicht meins. Und auf der anderen Seite, ob ich's überhaupt hochgeladen kriege. Das ist ja halt wirklich immer leider die Sache. Aber ich merke, dass es euch gefällt und das freut mich umso mehr. Also, Real Talk, das freut mich richtig. Ähm, weswegen ich auch immer mehr Bock habe, dann auf so was zu reacten. Deswegen kann's auch sein, dass in der Zukunft so 'n bisschen auf diese alten Sachen, dass ich darauf reacte, ne? 2023, ja, 24, 21, was auch immer. Ähm, 21 ist, glaube ich, schwierig wegen Corona, whatsoever. Ne, schickt mir da gerne alles rein. Und auch hier an der Stelle noch mal, wirklich zum Ende hin, schickt mir gerne auch von anderen Festivals was, ne? Schickt mir das, worauf ihr Bock habt, wo ihr denkt: „Ey, das könnte dir gefallen.“ Scheißegal, ob es normales EDM ist, ob es Techno ist Hardstyle oder vielleicht sogar Rap. Ob es wenn's so 'ne geile Show ist. Also, ne, nicht irgendwie Auftritte vielleicht auch, aber, ne, so showmäßig ist, schickt mir das gerne rein. Damit würdet ihr mir sehr viel helfen und ich wäre euch unfassbar dankbar dafür. Ne? Ich kann 'n geiles Video machen, ihr habt vielleicht 'n geiles Video zum Gucken. Wäre halt sehr, sehr geil. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank jetzt schon mal für die ganzen Kommentare, aber auch für, die Insta-Nachrichten, weil wie gesagt, ne? Aber auch vielen, vielen Dank fürs Anschauen meiner Videos, für dieses Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns, ja, vielleicht in irgendeiner Reaction von euch wieder, die ihr euch gewünscht habt, sonst irgendwo anders. Bis dahin wünsche ich euch 'n wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschau.